Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung, heute mit Glück auf. Mit Glück auf, ja, ein Bergbauspiel, wie ihr schon unschwer erraten habt, von zwei Urgesteinen der deutschen Brettspielszene, nämlich Kramer und Kiesling. Tikal, Torres, Tikal 2, Asara, die Paläste von Carrara und weiß Gott. Ganz viele andere Sachen auch. Dieses Jahr mit Glück auf der Messe. Erschienen bei Eggert Spiele, vertrieben von Pegasus. Ab 10 Jahren spielbar, 2 bis 4 Spieler mit einer angenehmen Spieldauer, wie ich finde, nämlich eine gute Stunde. Im Grunde genommen ist Glück auf ein relativ einfach zu spielendes, von Mechanismen her einfach zu spielendes Worker-Placement-Spiel. Ich habe eine Handvoll Arbeiter, die ich auf verschiedene Aktionsfelder einsetzen kann. Und ich möchte natürlich möglichst viel Kohle schürfen. Einmal kann ich mir zusätzlich zu meinem Startkontingent weitere Auftragskarten besorgen. Und die sind auch ganz einfach aufgebaut. Oben die Anzahl der Siegpunkte, hier die entsprechende Kohle, die ich brauche, in dem Fall 3 graue. Und unten auch die Art des Abtransports, in dem Fall wird es mit der Lokomotive abtransportiert. Dann kann ich mir in der Bank Geld holen, um mit dem Geld in der Lorenfabrik Lorenblättchen zu kaufen, um damit mein Bergwerk zu erweitern. Dazu hat jeder Spieler hier so ein wunderschönes kleines Bergwerkstableau mit dem Förderturm, dem Förderkorb und 4 Stollenetagen. Ganz oben ist die gelbe Kohle, die ist dann am Ende am wenigsten wert. Ganz unten ist die schwarze Kohle, die ist natürlich am wertvollsten. Mit dem nächsten Aktionsfeld, den Förderturm, erwerbe ich Förderschritte für meinen Förderkorb, mit der ich dann die Kohle aus meinem Bergwerk herausschürfe, um sie dann mit der letzten Sorte Aktionsfelder, nämlich dem Abtransport der Auftragskarten, abschließe. Erstmal sind ja die Aktionsfelder leer und dann genügt es, dass ich da einen Arbeiter einsetze, um dann die Aktion auszulösen. Wenn jetzt jemand anders die gleiche Aktion machen möchte, ist das Feld nicht blockiert, sondern es kostet einfach nur einen Arbeiter mehr, als da schon steht, um es zu betreten und die Aktion auszuführen. Würde dann meinen einen Arbeiter in die Kantine vertreiben, was ich eine ganz witzige Idee finde, wo er jetzt bis zum Rest der Schicht bleibt. Und das geht im Prinzip so lang, bis ich keine Arbeiter mehr habe. Das heißt, ich kann einfach auch Aktionen 3-4 Mal ausführen. Sie sind dann nur entsprechend teurer. Glück auf wird in 3 Runden gespielt, die hier, das ist ganz schön, als 3 Schichten betitelt sind. Hier unten sehen wir eine Schichtuhr. Es gibt eine Frühschicht, die Tagesschicht und die Nachtschicht. Und nach jeder Schicht kommt es zu einer Wertung. Wobei bei jeder Wertung etwas mehr in die Wertung mit einbezogen wird. Bei der ersten Wertung gibt es nur für die schon abgelieferten Kohlesorten Siegpunkte. Bei der zweiten Schicht kommt dann hier noch die Symbole der Auftragskarten hinzu. Und bei der dritten Wertung werden dann auch noch, wie viele Loren von der entsprechenden Farbe ich in meinem Bergwerk eingebaut habe. Ich war selber so ein bisschen enttäuscht, ein kleines bisschen, weil als ich die Packung zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, oh, ein Bergbauspiel, genau mein Ding. Aber ich hatte irgendwie ein bisschen was anderes erwartet. Ich hatte irgendwie erwartet, wir graben uns ganz tief in die Erde rein und mein Stollen kann einstürzen und es gibt Wassereinbruch oder ich muss die Belüftung irgendwie verbessern und so weiter. Das löst leider Glück auf nicht so richtig ein, weil es ist im engeren Sinn eigentlich keine Bergbausimulation, sondern es ist eine Bergbauindustriesimulation und das bedeutet, es ist eigentlich ein Wirtschaftsspiel. Man kann Glück auf empfehlen für alle, die ein Einsteiger-Worker-Placement-Spiel gerne spielen. Für Vielspieler selber, die einfach auch Ahnung von Worker-Placement-Spielen haben, würde ich aber sagen, da gibt es andere Spiele, die haben doch mehr Tiefgang und fesseln einfach doch auf die Dauer besser als Glück auf. Aber wie gesagt, sehr solide, sehr schön gemacht. Von daher von mir gibt es trotzdem einen Daumen hoch. Am meisten Spaß macht für mich, finde ich, dass man halt jeder so sein eigenes kleines Bergwerk als Tableau hat und mit dem Förderkorb da rumfährt in die einzelnen Stockwerke, um da wirklich die Kohle in den Förderkorb lädt, wieder nach oben ans Tageslicht fährt und die dann da auf die Auftragskarten verlädt. Das finde ich ist wirklich ist schön umgesetzt, so dieses ich buddel mich so in mein Bergwerk. Förderkorb hoch,
Förderkorb runter. Da muss man zum Beispiel auch darauf aufpassen, dass man nicht zu tief in eine Seite gräbt, sonst kriegt das Bergwerk ein Ungleichgewicht, wovon man dann wieder mit ein paar Siegpunkten bestraft wird. Und das finde ich ganz schön gelöst. Man muss also immer gucken, wo grabe ich noch und was für Kohle brauche ich noch die nächsten Züge. Förderkorb rauf, Förderkorb runter. Förderkorb rauf. Nein, es geht Förderkorb ja auch runter. hier, Förderkorb rauf, es geht Förderkorb um runter. Kann ich mal abstürzen? Ja, aber wann liefere ich jetzt meine Lastwagen aus? Hole ich mir noch einen Pferdekarrenauftrag? Schaffe ich den dann noch? Und nicht, dass es dann nachher mit dem Ausliefern für die Pferdekarren zu teuer ist. Wo ist der Schachteinsturz? Ja, du wolltest Wo einstürzen. ist der Schachteinsturz, sage ich nur. Also Wo das- ist der Schachteinsturz? Zugegeben, Nein. aber gerade, dass ich nicht 1,5 Stunden brauche, um meinen Tischmitspielern die Regeln zu erklären und dann 3 Partien, um Taktiken zu verstehen und umsetzen zu können, ist ja auch ein Vorteil. Auf jeden Fall. Ich kann das wirklich zum Beispiel an einem Weihnachtsbaum auspacken und an Heiligabend noch mit meinen Eltern spielen. Es ist ein bisschen kapitalistisch, weil man seine Arbeiter so einsetzt und dann müssen die in die Kantine und so, die müssen ordentlich Ja, aber das ist doch, sie dürfen in die Kantine, nachdem sie gearbeitet haben. In welchem Worker Placement Spiel wurden denn Arbeiter je so gut behandelt? Es gibt ja auch nicht so viele gute Wirtschafts-Worker-Placement-Spiele, muss man auch mal sagen. Manche ja? Leute spielen immer noch Monopoly. Ja, genau. Also da ist es natürlich wirklich ganz weit vorne. In diesem Sinne, Schaut es euch doch mal an. genau, es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.